Action hat man eigentlich nicht gross, zum Glück. Weil ich habe ja doch nur eine Taschenlampe, um mich zu verteidigen. Und kein Pfefferspray. Während dem Studium war der Job als Nachtwächter sicher ja, notwendig gewesen, um mein Studium zu finanzieren. Ich war wirklich darauf angewiesen gewesen. Und es ist mir eigentlich sehr gelegen gekommen, weil ich halt wirklich konnte quasi in der Nacht arbeiten und den Tag durch mein Studium wahrnehmen. Ich habe das natürlich nicht jede Nacht gemacht, sondern haben das mit anderen Studenten, haben wir uns jeweils den Monat einfach aufgeteilt und so ist man dann halt zu seinen Einsätzen gekommen. Das hat dann halt variiert. Ich habe mal festgestellt, dass mittlerweile, ich mache das ja doch schon fast 3, ja doch, ich mache es schon 3 Jahre, dass das so eine Routine ist für mich, wenn ich meinen Rundgang mache, dass ich einfach mich auch gedanklich auf Sachen fokussiere, zu Themen, die gerade aktuell sind. Und nachher, wenn ich dann zurück bin von meinem Rundgang und ich dann präsent bin am Empfang, kann ich dann das oft niederschreiben, damit ich dann das auch, damit ich das nicht vergesse. Mit der Leichenhalle hatte ich bis anhin nicht viel zu tun gehabt. Bis ich letztens meinen Dienst angefangen habe, hat es geheißen, ich müsse da sofort der einen Krankenschwester anrufen, die müsse mit mir jetzt dort oben in die Leichenhalle, dort unten liegt ja anscheinend einer. Und dann ist wirklich der Moment gekommen, wo ich mal dann dort oben haben musste, letztens. Und dann sind wir noch zuerst in die Pathologie rein und dort hat es wirklich ein bisschen gemüffelt gehabt, das hast du schon noch gemerkt. Also habe ich mir vielleicht auch nur eingebildet. Und nachher sind wir dann in die Aufbahrung und dort war es wirklich schön frisch gewesen, zum Glück. Also, wir mussten nur schnell schauen, ob da alles läuft. Und dann ist wirklich tatsächlich, also ja, wie es halt so ist, einer dort auf dem Tisch gelegen. Und ich bin dann froh gewesen, als ich wieder rausgehen konnte. Letztes habe ich einen Igel gesehen auf meinem Rundgang. Das sind dann doch so schöne Momente. Ja, den habe ich entdeckt unter einem Baum, habe ich schon angeleuchtet geschaut. Zuerst nicht geschnallt, was es ist, hat sich ein bisschen geraschelt. Und dann war es ein Igel gewesen. Und ich meine normalerweise, ja, früher habe ich vielleicht schon ab und zu einen Igel gesehen. Ist jetzt auch kein Spektakel, ich weiß, aber ich habe halt doch schon lange keinen mehr gesehen. Und in dem Moment war es für mich doch ein schönes Ereignis gewesen. Es ist mal einer angeliefert worden, der war relativ blutüberströmt gewesen. Und den haben sie aus der Ambulanz gekarrt. Und das war am Morgen früh gewesen. Ich war kaum wach gewesen. Und dann sind die mit dem an mir vorbei gefahren. Und am Morgen früh ist das wirklich ein Anblick, wo einem eigentlich kann erspart bleiben, weil ja, es sieht nicht schön aus. Im Winter, wenn ich am Morgen aufstehe oder meinen Dienst beenden und die Klinik verlasse, ist es ja, noch recht hart, weil es ist arschkalt und es schneit und es ist unangenehm. Du musst zu der Tramhaltestelle und dich irgendwie heimkämpfen, dich dort schnell umziehen, duschen und dann wieder arbeiten. Und das fällt einem halt im Sommer, wenn du dann rauslaufst aus der Klinik, deinen Dienst beendet hast, einem schon viel leichter, weil wirst von einer warmen Sonne empfangen und kannst aufs Tram und heim fahren. Es fällt einem viel leichter.